Heute werden wir den kurzen Kennzeichenhalter von Evotec verbauen. Der Kennzeichenhalter, der sitzt auch relativ schön unter dem Bike und sehr, sehr nah an dem Rücklicht dran. Das ist natürlich alles zugelassen. Kunststoffabdeckung, die hat zwei verschiedene Größen. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen lockern. Ganz einfach, das ist gerade die und die hier und auf der anderen Seite genauso, um das ein bisschen auseinanderzuziehen, weil wir an die Schrauben ran müssen. So, nun sieht man, dass man hier schön arbeiten kann. Das eine oder andere muss man halt dann wieder zurechtdrücken, wenn man es zusammenbaut. Das ist aber kein Problem, denn wir können jetzt hier an die unteren Schrauben ran, die sich sehr, sehr weit hier unten verstecken. Das heißt, wir müssen erstmal die ganze Verkabelung hier lösen und dann können wir an den unteren Teil von dem Kennzeichenhalter rankommen, um das zu verschrauben. Hier sieht man schon die Schrauben, an die wir ran müssen. Das ist alles sehr, sehr eng hier. Deswegen, ja, machen wir uns mal an die Arbeit. Also das ist jetzt der Blick von unten. Hier ist der Kennzeichenhalter, da sieht man, die zwei Schrauben müssen gelöst werden. Dann ist es aber noch nicht alles, denn da ist noch eine Schraube, ich zeige sie euch mal von oben. Das ist nämlich die hier. Die sieht man ganz klein, ich weiß nicht, ob der jetzt ranzoomt oder nicht. Hier sieht man sie von oben, ja, in dem Loch. Und die müssen wir auf jeden Fall abmachen. Die ist sehr, sehr versteckt, aber dann geht der komplette Kennzeichenhalter ab und wir können den neuen verbauen. Jetzt haben wir hier alles befreit, die ganzen Kabel, und können nun die letzte Schraube hier lösen. Die geht nämlich von unten da rein. Und wenn wir die rausgemacht haben, können wir das komplette Teil rausnehmen. So, hier ist die Schraube, die da oben befestigt war. Und nun sieht man, das ganze Teil kann man schön rausziehen.
das wird wahrscheinlich ein bisschen zu lang sein, da müssen wir schauen. Muss man innen vielleicht ein bisschen zusammenlegen, das ist aber kein Problem. Ich habe das jetzt mal kurz getestet, also die Blinker funktionieren. Ich werde das nachher mal auf jeden Fall kurz machen, damit man die zwei Lichter sieht. Ich denke, das ist eine ganz schöne Lösung. Es hat hier eine Trägerplatte, hiermit befestigen wir das Ganze, und eine Abdeckung. Genau, hier sind die Schrauben. Ich habe jetzt gerade alles ausgeleuchtet. Von dem her sieht man jetzt ganz schön, wo das Ganze hin muss. Ich werde eine kurze Installation machen. Ja, der Kennzeichenhalter ist auf jeden Fall dran. Mir ist bei der Montage leider der Akku ausgegangen. Das bedeutet, ihr habt jetzt nicht genau gesehen, wie das dran gemacht wurde. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil der von Evotech, der ist relativ simpel. So, jetzt machen wir mal den ersten Test. Ich habe es natürlich schon vorher getestet, einfach um sicher zu sein, dass, wenn ich es einbaue, dass dann alles mehr oder weniger läuft. Dann können wir auch nochmal den linken Blinker prüfen. Und ja, mir gefällt dieses dynamische Licht, weil es einfach sehr, sehr gut aussieht. Wie gesagt, es gab welche von Gazzini, die waren richtig, richtig schön. Die haben mir besonders gut gefallen, da hat man die einzelnen LEDs nicht gesehen. Ich habe mich am Ende doch für die entschieden. Ich glaube 27 € das Stück. Habe dann die Stecker so gelötet, dass es passt. Ich habe jetzt hier noch für das Nummernschild eine extra Platte. Da kommt dann nachher das Nummernschild drauf geschraubt. Dann ist der Kennzeichenumbau an sich erstmal abgeschlossen. Was wir noch machen müssen, ist die Kabel schön reinlegen. Bedeutet, alles nochmal ausstecken und dann die Kabel so gut wie möglich versuchen innen einzulegen und dann wieder zusammenzustecken.